Der August war ein zweigeteilter Monat. Wir hatten die erste Hälfte des Monats mit Korrekturen an den globalen Aktienmärkten. Die Korrekturen hatten auch sicherlich damit zu tun, dass die Lage der Staatsfinanzen in den USA sich verschlechtert hat. Als Folge verlangen die Investoren höhere Risikoprämien, wenn sie in amerikanische Anleihen investieren. Das hat auch einen negativen Einfluss auf die Aktienmärkte gehabt. Dann im Verlauf des Monats und vor allem in der zweiten Hälfte kam es zu einer Erholung, so dass über den Monat gesehen der globale MSCI-Index etwa 2,5% an Performance eingebüßt hat. Bei den globalen Obligationen kam es zu einer Null-Performance, also keine Wertveränderung über den Monat. Aber der Gewinner der Obligationenmärkte war der Schweizer Obligationenmarkt, der auch in diesem Monat um etwa 0,6% zugelegt hat. Die Performance seit Jahresbeginn liegt bei 4,5%, was eine gute Performance ist für den Schweizer Obligationenmarkt. Die globale Konjunktur bleibt schwach. Das gilt natürlich für China, wo wir die Probleme haben im Immobiliensektor, aber auch insbesondere für Europa, wo die konjunkturellen Kräfte in den letzten Wochen und Monaten deutlich schwächer geworden sind. Wie diese Grafik hier auch zeigt, ist der Einkaufsmanager-Index in der Eurozone und in den wichtigen Ländern der Eurozone eher rückläufig. Das zeigt auch, dass konjunkturell die Lage immer schwieriger wird und einige Länder der Eurozone nicht weit von der Rezession entfernt sind. In den USA ist die Lage etwas besser, weil der amerikanische Konsument weiterhin bereit ist, seine Ersparnisse für den Konsum einzusetzen. Aber auch dort sind die Konjunkturkräfte über die Zeit eher schwächer geworden. Jetzt stellt sich die Frage, inwieweit die schwächere globale Konjunktur auch zu einem Rückgang der Inflation führt. Also im Falle der USA ist das bereits passiert, wenn wir die sogenannte Headline-Inflation sehen, die über 9% im Sommer 2022 betrug. Sie liegt jetzt etwas über 3%. Allerdings ist das weniger der Fall bei der Kerninflation, also die Inflation ohne Berücksichtigung der volatilen Bereiche wie die Energie oder die Nahrungsmittel. Die Kerninflation, wie diese Grafik auch hier zeigt, liegt über 4,5%. Ist auch etwas rückläufig, aber nicht so ausgeprägt. Wie diese Grafik allerdings andeutet, müssen wir davon ausgehen, dass sie weiter zurückgehen wird, aber wahrscheinlich nicht bald die Marke von 2% erreichen wird, weil wir hier sehen, es gibt recht viele amerikanische Unternehmen, vor allem kleinere und mittlere Unternehmen, die der Meinung sind, dass sie höhere Preise an ihre Kunden weitergeben können. Solange dies der Fall ist, können wir nicht davon ausgehen, dass das Ziel der amerikanischen Notenbank von einer Inflation um die 2% bald erreicht wird. Als Folge wird die Geldpolitik etwas länger restriktiv bleiben müssen, als es sonst der Fall wäre. Ja, aber nicht überall. Und zwar haben die Aktienmärkte in den letzten 10, 15 Jahren deutlich besser performt als die Obligationen, müssten deshalb an Bewertung Attraktivität verlieren. Und die Obligationenmärkte sind heute interessanter, weil wir höhere Zinsen haben als zuvor, aber trotzdem die Gewinnentwicklung bei vielen Ländern, Unternehmen vieler Länder ist auch robust. Von dem her bleiben die Aktienmärkte grundsätzlich auch interessant bewertet. Ein möglicher Ansatz, um diese Bewertung klar zu machen, ist der Vergleich von der Gewinnrendite der Aktien im Vergleich zu der Obligationenrenditen. Und wie diese Grafik hier gerade auch zeigt, bleibt die Gewinnrendite bei den Aktien vieler Länder deutlich höher als die Obligationenrendite. Das gilt für die europäischen Länder, das gilt für Japan, für China, sogar auch für die Schweiz. Das gilt also weniger auch für die USA. In den USA sind die Aktienpreise massiv angestiegen, die Bewertungen sind definitiv höher und der amerikanische Obligationenmarkt aufgrund des starken Anstiegs der Zinsen der letzten 2 Jahren ist attraktiver geworden. Als Folge ist die Differenz
der Gewinnrendite zur Obligationenrendite sehr, sehr klein in den USA. Und ich würde sagen, dort ist der amerikanische Aktienmarkt im Vergleich zum amerikanischen Obligationenmarkt definitiv weniger attraktiv bewertet. Die hohe Bewertung bei den amerikanischen Aktien gilt nicht für alle amerikanischen Titel, sondern ist vor allem bei den 7 Unternehmen, die im Bereich der künstlichen Intelligenz führend sind, zu finden. Wenn wir die übrigen Titel sehen würden, dann können wir auch sagen, dass auch in den USA aus Bewertungssicht die Aktienmärkte gegenüber den Obligationen attraktiv bleiben.